Heute geht es um Selbstzerstörung. Wir beschäftigen uns ja mit dem Selbst und da ist es diesmal in dieser Osterwoche oder besser gesagt in der Karwoche vor Ostern ja das Thema der Zerstörung. Also des Verrates ist eine Zerstörung von außen oder eben auch sich selbst märtyrerisch eben da auch zur Verfügung zu stellen oder eben auch selbst zerstören im Sinne von den eigenen Körper etwas zufügen, dass er zerstört wird. Darum geht es in dieser Woche nochmal genau hinzuschauen, wo zerstören wir eigentlich uns selbst, also unser Selbst, was behindert wird, sich zu entfalten oder auch eben zu entwickeln. Eine Zerstörung, die wir dabei haben, ist eben auch unsere Nahrung. Was nehmen wir zu uns, die für uns zerstörerisch wirkt? Zum Beispiel Kohlenhydrate also in Unmengen oder eben in falscher Zusammensetzung oder wie das Mehl, wenn nicht mehr diese ursprüngliche Substanz vorhanden ist, kann dann auch auf den Körper zerstörerisch wirken. Zucker haben wir festgestellt, gibt es gerade eine sehr interessante Dokumentation in der ARD-Mediathek, wie zerstörerisch sich Zucker auf das Nervensystem auswirkt. Das heißt, Alkohol zum Beispiel ist ja auch sehr viel Zucker enthalten und das sind Kohlenhydrate. Die wirken sich natürlich zerstörerisch auf unsere Nervenzellen, also es ist ein Nervengift. Genauso ist es auch mit Kaffee. Kaffee hat natürlich gute Wirkung, aber es ist auch ein Stoff, der zerstörerisch auf unser Nervensystem wirkt. Das heißt, wir wissen oftmals nicht, wie sich diese Mittel, die wir zu uns nehmen, dann doch zerstörerisch auf unseren Körper auswirken. Oder wir wissen es, weil wir ja mittlerweile auch immer mehr Informationen zur Verfügung haben und tun es trotzdem nicht. Und das ist jetzt dieses Selbstzerstörerische. Was ist also der Punkt, warum wir uns in der Richtung dann auch diese schädlichen Substanzen zufügen, obwohl wir wissen, dass es eben so ungünstig ist für unseren Körper? Bei Kohlenhydrate hat das viel auch mit unseren Mitbewohnern im Körper zu tun. Das heißt, unsere Darmbakterien, die auch gerne Kohlenhydrate mögen, gerade die schädlichen Bakterien in unserem Verdauungssystem, lieben Kohlenhydrate. Und das merkt man, wenn man dann eben diesen Heißhunger eben auch auf Kohlenhydrate hat, dass da unsere Mitbewohner wieder aktiv sind, die auch gerne eben in der Richtung was essen wollen. Wenn ihr jetzt in der Fastenzeit eventuell darauf verzichtet habt, also mal auf dieses Zucker vielleicht verzichtet oder eben andere Kohlenhydrate, dann merkt ihr das danach, wenn ihr wieder euch normal ernährt und da eure Ernährung nicht umstellt, dass ihr wie so einen Heißhunger dann darauf habt, wenn ihr das dann anfangt zu essen oder zu trinken. Und genau das passiert dann nämlich, dass eure Mitbewohner dann aktiv werden. Oder es gibt noch eine zweite Möglichkeit, ist natürlich unser Suchtverhalten. Also wenn wir zum Beispiel eben die Süße im Leben nicht finden, dann suchen wir die Süße zum Beispiel eben in Süßigkeiten. Also in Schokolade. Schokolade hat sehr viel Serotonin. Und wenn wir kein Serotonin selbst aufbauen können, das heißt eben dieses Verbundensein mit sich selbst oder auch gut eingebunden in die Familie, also fürsorgliche, liebevolles Umfeld haben, dann suchen wir eben dieses Süße dann in Ersatz. Und das ist oftmals eben in Schokolade. Oder auch in Filmen. Wie viele schauen jetzt die Serien in unterschiedlichster Form? Manche brauchen das Dopamin, also die Aufregung, das Abenteuer und suchen deswegen die Serien. Oder auch das Adrenalin, also diese Angstbewältigung, deswegen auch die ganzen Horrorfilme, die da so aktiv sind. Also das heißt, es geht immer um unseren inneren Cocktail der Neurotransmitter, die wir gerne eben auch
erleben wollen, spüren wollen. Wir wollen uns selbst fühlen. Und wenn wir das eben nicht können, so gut eingebunden oder mit uns selbst verbunden, dann suchen wir eben diese Dinge, die dann aber auch zerstörerisch auf uns wirken. Also geht es erstmal darum, bei dem Selbst zu erkennen, was sind die Faktoren, die uns davon abhalten oder auch hindern in der Selbstentwicklung und Entfaltung. Das heißt, mit der Selbsterkenntnis wird erstmal deutlich, was ist denn auch das, was wir entwickeln wollen und was uns davon abhält. Was habe ich gesagt, sind die Nahrungsmittel und eben auch, was zu einem zerstörerischen Verhalten im Außen dann auch führen kann. Weil die Zerstörung, ich frage mich immer, wie kommen die Menschen dazu, anderen auch ja, etwas zerstören, wie ein Auto, die Scheibe einschlagen oder einbrechen wollen? Wie kann man darauf kommen, das andere zerstören zu wollen? Ob das nun Materie ist oder ein Menschenleben, ein Wesen. Wieso ist dieses zerstörerische Potenzial in uns vorhanden? Schaut mal bei euch selbst. Was ist das, was euch dazu drängt? Und das hat oftmals eben etwas mit unseren Nahrungsmitteln zu tun. Weil diese Nahrungsmittel pushen uns halt auf oder eben lassen uns auch unangenehm fühlen. Und da bin ich wieder bei den Kohlenhydraten, weil zu viele Kohlenhydrate führen eben dazu, dass du dich unwohl im Körper fühlst. Deswegen, also oftmals nehmen wir auch durch Kohlenhydrate sehr viel zu. Also das sind ja die Fettspeicher. Kohlenhydrate ist sofort eine Umwandlung in Fett. Und auch andere verdichtete Lebensmittel, also Kohlenhydrate ist sehr verdichtet. Weniger verdichtet ist eben dann Salat oder Gemüse. Ne? Da hast du die Leichtigkeit, das merkst du auch, wenn du ein Salat ist, kannst du viel mehr davon essen, weil da eben viel mehr Wasser auch gespeichert ist und der ist ja wiederum eben zuträglich. Kohlenhydrate, merkst du schon in dem Begriff Kohle und Hydrate, das heißt, wir haben hier nur einen kleinen Anteil an Wasser und einen größeren Anteil eben an Kohlenstoff zum Beispiel oder eben auch anderen Nährstoffen, die eben hier eng verbunden sind, also eben stark konzentriert sind. Im Brot zum Beispiel, was gebacken ist nochmal ganz stark verdichtete Kohlenhydrate. Nicht unbedingt förderlich, also zum kleinen Teil ja, das ist sehr, sehr schön, aber eigentlich könnten wir Brot auch komplett weglassen. Lieber dafür eben dann Gemüse oder eben einen Salat zu essen, ist viel wichtiger als eine Menge an Kohlenhydraten. Nur, und da sind wir jetzt wieder bei unserer Industrie, wir haben eine Industrie uns ja, heranentwickelt, die eben auf diese konzentrierte Kohlenhydrate ausgerichtet sind. Also auf Zucker zum Beispiel, in wie viel ist eben Zucker enthalten. Aber eben auch Brot. Es gibt so viele Brotläden alleine schon bei mir hier in der Umgebung, wo ich mir sage, meine Güte, warum sollen wir so viel Brot essen? Gibt keinen Sinn. Und genauso ist es auch mit Kuchen. Ich liebe Kuchen. Jeder, der mich kennt, weiß, wie gerne ich Kuchen esse. Nur genau das ist eben auch der Fehler. Kuchen ist Zucker, ist Mehl drin, oftmals geht auch ohne Mehl, aber es ist eine Konzentration an Kohlenhydrate im Kuchen. Die Essenz dabei ist ja, was tut uns wirklich gut und was verbinden wir mit diesen Lebensmitteln? Also wenn ich Kuchen esse, dann denke ich immer an meine Omi, also meine Großmutter. Und also liebte es eben auch zu backen und es gab immer diesen Sonntagnachmittag Kaffee und Kuchen. Und wenn ich daran denke, dann ist das eben bei mir dieses heimelige Sein.
verbinde ich zum Beispiel mit Kaffee und Kuchen. Dieses Gefühl von Familie und von Gemeinsamkeit, von, ja, auch eben dieses Genährtsein in der Richtung. Schaut mal also bitte, wenn ihr etwas esst, wo ihr genau wisst, das ist nur ganz gering eben vorteilhaft, was eigentlich dahinter steckt. Also bei mir ist es eben mit dem Kuchen das Gefühl von Gemeinsamkeit. Was ist es bei euch? Also ist es auch dieses Gefühl von Verbundenheit, was da mitschwingt? Das können wir aber auch anders haben. Wir müssen nicht davon unbedingt uns das mit Nährstoffen holen. Und darum geht es. Was ist in diesen Nahrungsmitteln, also ich nehme nur mal eben in diese selbstzerstörerischen Art der Nahrung oder der Substanzen, die du auch zu dir nimmst, sind diese denn immer so förderlich für dich? Ich habe zum Beispiel festgestellt jetzt über den Winter, dass es mir gut tut, frühmorgens nur Tee zu trinken. Heißt aber, dass ich auch gerne jetzt wieder zum Beispiel auch wieder Kaffee getrunken habe, frühmorgens. Und dieser Kaffee bedeutet aber genauso, dass ich gleichzeitig dann das Bedürfnis eben nach etwas Süßen habe. Und dieses Süße zeigt sich eben in Kohlenhydraten. Das kann eben auch eine Banane sein. Es kann auch ein Brot oder ein Brötchen morgens sein. Es kann also alles oder ein Stück Kuchen zum Frühstück. Das heißt also, Kaffee hat bei mir eine Triggerwirkung, wo ich gleichzeitig gern etwas Süßes dazu haben möchte. Und was auch noch beim Kaffee passiert, ist, dass sich bei mir dann bei Kaffee auch alles so zusammenzieht. Also ich habe das Gefühl, ich brauche immer mehr. Ich brauche mehr Kaffee, ich brauche mehr Kohlenhydrate, ich brauche immer mehr. Und das ist dieses Selbstzerstörerische, dass sich alles im zusammenzieht und dieses Gefühl von nicht genug zu essen, zu trinken, nicht genug zu haben. Und das ist das emotionale Gefühl dann dahinter. Und dieses emotionale Gefühl bewirkt im ganzen Körper dieses Zumachen und damit eben auch sich selbst dann einengen, sich selbst einschränken und dann wieder sich selbst zurückziehen, anstatt diese Öffnung da ist. Und diese Öffnung, die passiert eben nur, wenn ich wieder darauf achte, aha, ich kann also fühlen, was mich verschließt und was mich öffnet. Und darum geht es, nämlich bei der Selbsterkenntnis, Selbstentwicklung und Selbstentfaltung. Indem ich dann eben nicht dieses Öffnen habe, zum Beispiel eben die Süße des Lebens, eine schöne Blume neben mir, hat eine ganz tolle Wirkung. Das ist nochmal der Frühling, den auch mit nach Hause auf die grüne Wiese zu nehmen. Und darum geht es, sich selbst erkennen, was einem gut tut und sich selbst erkennen und das eben auch entwickeln, dass wir da gut mit uns selbst eben auch verbunden sind. Schaut mal bei euch selbst, was ist denn der Punkt, wo ihr merkt, das ist zu viel, zu wenig. Also wo kommt ihr aus eurer Mitte? Und wo habt ihr immer das Gefühl, ich brauche davon noch mehr? Weil darum geht es, das zu erkennen, die Triggerpunkte zu erkennen und dass wir daran dann weiter arbeiten können. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag voller Selbsterkenntnisse, was denn zur Selbstzerstörung zum Beispiel auch führt und was euch fördert in eurer Selbstentwicklung. Mein Name ist Angela Pritzko und ich bin Beraterin und Coach für diesen Wandel und für das schöne Leben im freien Sein.